Amen. Amen. Jean-Marc, will you give us a review of what we did yesterday? Jean-Marc, was haben wir gestern gelernt? We talked about the Holy Roman Empire, Okay. Wir haben über das Heilige Römische Reich gesprochen. and we talked about Aachen. Über Aachen. We talked about Aachen and What did we say about Aachen? Was haben wir über Aachen gesagt? Charles established his capital there. Okay. Charles the Great is Karl capital. der Große hat sie zu seiner Hauptstadt gemacht. Mm-hmm. Anything else, Jean-Marc? it was the place for the crowning of all the emperors back then. Mm-hmm. A lot of them, not all, but most of them. Viele Kaiser wurden dort gekrönt. Mm-hmm. Sorry, the rest. The rest is gone. Yeah. Do you have more input? Aurelio, hast du mehr? Noch? He started doing reformations as well with education. He started implementing that more based on arts and literature. Mm-hmm. Wir haben Reformationen gesehen, die vor allem die Kunst und Literatur betraf. Anything else? Do you? I was going to say that, but she said. Okay. Sure, you were. We spoke about the council that they also did, and they spoke about the Holy Trinity. Okay. Wir haben das Treffen gesehen, wo sie auch über das Thema des Heiligen Geistes gesprochen haben. So maybe what we should do is we should remind us of what characteristics we saw so far with every emperor we talked about. Und wir sollten uns daran erinnern, welche Merkmale jeder Kaiser hatte. Bis dahin. Who are the people we talked about so far? The main people. We talked about a lot, but Hauptpersonen haben wir bis jetzt Charles the gesprochen. Great. Charles the Great, Karl den Großen, Clovis, Ludwig, who else? Also, And Otto. So we'll talk about these three. Wir werden also nochmal über diese drei sprechen. So first Clovis. Also nochmal Chlodwig. What were the things we saw in Clovis? Was haben wir bei ihm erkannt? Charles the Great. Karl der Große. And we started with Otto. We're not quite done Wir yet haben with mit Otto. Otto begonnen. Otto der Große. What are some of the characteristics we saw with Clovis? Welche Merkmale haben wir bei Chlodwig gesehen? He got baptized, Er wurde getauft. but what did he do before that? Was hat er aber vor seiner Taufe getan? conquer those tribes. Who are those tribes? Er hat die Stämme erobert. Wer waren die Stämme? He conquered 10 tribes? Er hat 10 Stämme erobert. Or one, Who are the 10 tribes? Wer sind die 10 Stämme? 10 pagan tribes. Okay, the 10 pagan tribes. 10 heidnische Stämme. Where this, we don't have our statue anymore, but where the feet, right? Yes. Das sind die Füße des Standbildes von Daniel. Did Clovis conquer all of these? Hat Chlodwig die alle erobert? He only conquered his own tribe, right? Er hat nur seine eigenen Stämme erobert. The Franks. Die Franken. Because the Franks had various tribes among themselves, Denn die Franken hatten selbst viele Stämme and he unified his own country. und er hat sein eigenes Land vereint. So I'll suggest that we here put unify. Also ein Merkmal ist die Vereinigung. Unified the Franks. Er hat die Franken vereinigt. So what does he do next, Was hat er als nächstes getan? Johnny? Gets baptized. And essentially, what is this? Er wurde getauft. Was ist das letztendlich, die Taufe? He's bowing down to Rome, right? The Ja, Catholic Er hat sich Rom gebeugt. faith. So we see Katholischen Glauben. surrender to Rome. Or Ja. let's put it reaching out to Rome. Er hat sich Rom angenähert.
This is too wet. I need a dry nach one. Rom hingewandt. Reached out to Rome. And from this moment on, we say that Rome uses him as what? Und von diesem Moment aus benutzt ihn Rom für was? We didn't necessarily talk about this in this class, Wir haben das in dieser Klasse jetzt noch nicht so unbedingt besprochen. but it's a well-known argument in Aber this es ist movement. ein sehr bekanntes Argument in der Bewegung. What are we saying? Clovis is now, from this moment he bows down to Rome. What is he? Was ist er von dem Moment, als er sich Rom gebeugt hat? Pardon me? The army of Rome. The armies of Rome. Er ist das Heer oder die Armee Roms. So now we have the army. Not mixing German with English again. Army of Rome. Die Armee Roms. Okay. Was there anything else we've forgotten, Haben wir irgendwas vergessen von Chlodwig? Clovis? Mm, that's something we didn't fully establish, right? We said the source is kind of shaky, What was if you it? remember, about the a vision he might have had. Ja, dass er vielleicht eine Vision gehabt hat, aber das haben wir noch nicht besprochen. Okay, so let's move on to Charles the Great. Also jetzt zu Karl dem Großen. What characteristics did we see about Charles the Great? Welche Merkmale haben wir über Karl den Großen gesehen? I know there's a lot of historic details, but what are just the bullet points we could mark about him? Was sind die Markpunkte? Es gibt viele historische Dinge, aber was sind die Marker von Karl dem Großen? He conquered part of Europe. He stands up and he's conquering Europe. Hat sich erhoben, hat Europa erobert. So he wants to create one empire. Er wollte ein Reich gründen. So one of the things Charles the Great did is that he's creating one empire. Also Karl der Große hat ein Reich gegründet. Schon mal? Maybe with Clovis, that his wife is Catholic, was Catholic before him. Mhm. Maybe that's the Seven. Catholic princess. Okay. Bei Chlodwig könnte man noch anmerken, dass seine Frau katholisch war. So this would be a detail about the way how he reaches out to Rome. Das wäre ein Detail, wie er sich Rom angenähert hat. But I put it on here, married to a Catholic. Also Heirat mit einer katholischen Frau. If he's the king, then she's the queen, right? Married to a Catholic queen. Ja, verheiratet mit einer katholischen Königin. Okay, Charles the Great. So he's creating, or his intent is to create one empire. Also er möchte ein Reich gründen. What else does he want to do? Was noch? Was möchte er noch tun? One faith. Einen Glauben, So one empire, one faith, ein Reich, ein Glaube which was Catholicism. und das war der Katholizismus. Not sure how to spell all of these things, but you know what I mean. What else do we mark about Charles the Great? Was gibt's noch über ihn? He reached out to Rome How? to get crowned by Rome. Er hat sich Rom angenähert und er wollte von Rom gekrönt werden. So why was it so important that he got the crown of Rome? Warum war es für ihn so wichtig, die römische Krone zu bekommen? Er wollte Herrscher sein über Religion und Staat. He wanted to reign over church and state. That's what Burgi is saying. Vadim, do you have any idea? He wanted to be the Roman Empire, so he needed Rome. So Er wollte römischer Kaiser sein und dazu brauchte er Rom. So this is now the continuation of Western Rome. Und das ist die Fortführung von Westrom. Why is it not Clovis? Warum nicht Chlodwig? Does somebody have an answer to this? Hat jemand darauf eine Antwort? Why is Clovis not continuing Western Rome? Warum hat Chlodwig das Weströmische Reich nicht Vadim? fortgeführt? actually, I will have an argument for him Okay, go ahead. because it says that
it says that Romulus Augustus or Anastas first, he made him the successors of Roman Empire. Something like this. Yeah, Who's that? Say that again. Who's the emperor? he is the legitimate successor of the last Roman emperor Romulus Augustus. Mm-hmm. So, what's about Constantine? How do you marry up the story of the West and the East? I guess he is the legitimate one of the West. So when Constantine moves over to the East, Als Konstantin zum Osten sich bewegt hat, he sort of leaves the power, the authority with the Pope. hat die Macht doch dem Papst überlassen. So how would you explain that? Constantine is in 330. Here is in 508. Konstantin ist im Jahr 330 und ich rede von 508. Yeah, I get that. However, when you have Constantine giving the power or the authority to the Bishop of Rome, Wenn Konstantin die Macht dem Bischof von Rom überlässt, wouldn't that the authority of the Roman Empire, wouldn't that continue with the Bishop of Rome rather würde than die Autorität Roms nicht im Bischof von Rom fortgeführt? rather than a literal heir of Constantine? No, I don't think he gave him, like in 330, I don't think he gave him literally hints. The fact that he left Rome, the Rome was vacant and he just took the place, but I don't remember of Die Tatsache, dass er Rom verlassen hat, hat lediglich ein Vakuum gebildet. I don't remember of being an official thing in which he gave to Bishop of Ich Rome. kann mich nicht erinnern, dass eine offizielle sozusagen Reichsübergabe in Rom stattgefunden hat. I thought I recently read exactly that thing. On 5, No, 330. That when the capital was moved to the east, that Justinian gave the Bishop of the Rome said, here, I think did... 200 years later. Pardon me? Justinian lives 200 years later. What do you mean with 200 years later now? You're saying that Justinian lived in around 330. Explain yourself, I don't understand You it, sorry. said Justinian did something in 330. Yeah. But he lives actually 200 years later than 330. So he When- cannot do Oh, Constantine, I'm sorry. Okay, then maybe I'm mixed up. What did Justinian do then? He called the Pope the corrector of heretics in 508, yeah. 33. 533. So he lived 200 years later than 330. Okay, so I would have to straighten out my history the way how the flow goes. I remember that there was a sign from Justinian Ich erinnere mich, where he dass signs Justinian that he etwas gives the unterschrieben hat. that he says now that the Pope is in charge or something. But maybe I have to research No, more. Der Justinian, yeah. Papst nun die Herrschaft hat, aber vielleicht muss sie das nochmal genau nachstudieren. It's in the years 500, so I would agree. Yeah. So you would rather suggest that Was ist jetzt mit dem Justin? Das ist ja auch einer gewesen, der da die Hand im Spiel hatte. so she's asking Nicht about nur Konstantin, sondern auch Justin muss was gemacht haben. so she's asking about Justinian. Who was he? What did he do? Justinian did the decree that the Justinian hat einen Erlass herausgegeben, that the Pope is the corrector of dass heretics. der Papst der Korrektor der Heretiker ist. Also für Religion. Okay, so the suggestion is that maybe say that again, Vadim. That who's the rightful heir? Okay. I have to. Normally, what I said is that Clovis is the heir. Normalerweise würde ich sagen, dass Chlodwig der Erbe ist. So here it says like this: in 508, the Byzantine emperor. Aber hier sagt es, dass in 508 which Der emperor? byzantinische. Das war der Byzantinische. byzantinische Kaiser, Which is Eastern Roman. Mhm. welches Ostrom ist.
Anastas the First, Anastas der Erste, which had the seals of the Roman Empire. der die Siegel des Römischen Reiches hatte, He gave them to Clovis, die hat er dem Chlodwig übergeben and he created him the Augustus, und er hat sich selbst zu Augustus gemacht. the legitimate successor of the last Roman Der emperor. rechtmäßige Erbe des letzten römischen Kaisers And of the kingdom of Franks. und auch über das Königreich der Franken. Okay, thank you. That's really interesting. So Sehr what interessant. that would mean that the crown when goes from through Constantine, it goes from the west to the east, Das bedeutet also, die Krone Konstantins geht vom Westen in den Osten and from successors of the east, it goes back to the west because Clovis is in the west. He's not in the east. Successors, die Oberer. Nein, die weiterkommen. Ja, und dann die Erben, von den Erben geht die Krone dann wieder in den Westen. But who's continuing in the east? Aber wer herrscht weiterhin im Osten? Because technically, then Clovis would to be also rule over the east. Technisch gesehen wäre Chlodwig dann auch der Herrscher über den Osten. Justinian the First. Justin Justin. der So it's- Erste. So there's still a split. Es gibt also immer noch eine Yeah, Teilung. thank you. And Justinian, he gives also in the west the power to the Pope. Und Justinian hat im Westen auch die Macht dem Papst Because übergeben. as far as I know, Justinian is also reigning in the east, not in the west. Justinian herrscht also auch im Osten und nicht nur im Westen. So, Actually, he Yep. gives when he gives power to the Pope, he gives church power to the Pope. Also er hat die kirchliche Macht dem Papst übergeben. I don't remember, like, maybe I'm wrong, but I don't remember an emperor giving like a territorial power or a state power to the Pope. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, der Kaiser hat die Staatsmacht dem Papst übergeben. this is correct. However, when we look at ancient Rome, Wenn wir das alte Rom anschauen, the easiest example is Caesar. dann ist das einfachste Beispiel Caesar. He was the spiritual leader of the war der geistliche pagan Leiter Rome, vom heidnischen Rom, Pontifex Maximus. der Pontifex Maximus. He was the high priest. Er war der hohe Priester. But with that state or with that job function, Aber mit dieser Funktion he also became the literal civil leader. war er auch der bürgerliche Leiter. So Caesar, he made this drastic change. Like beforehand, it was not as quite. How can I say that? Before Caesar, Vor Caesar this high priest didn't have so much civil authority. hatte der hohe Priester nicht so viel bürgerliche Macht, But through Caesar, he changed that. He made like aber durch Caesar wurde das geändert. he became a dictator, Er wurde ein Diktator and he was the high priest. und er war der hohe Priester. So when you have the Justinian giving the Also wenn wir Justinian sehen, authority to the Pope in the der West, die Macht dem Papst im Westen gibt, it addresses religion, yes, dann geht es um Religion. but at the same time we see those religious people also being civil leaders. Und dann sehen wir auch, dass die religiösen Leiter auch bürgerliche Leiter sind. And by the way, we see that also in the glorious land, Wir sehen das auch im herrlichen Land, in Judea. in Judäa. The high priests were the ones ruling then the country. Waren auch die hohen Priester diejenigen, die das Land regierten. That's why when you have the civil war in Judea, Als du den Bürgerkrieg in Judäa hattest, there was this struggle between who's the high priest, gab es Kämpfe darum, wer der hohe Priester sei. who's the leader, and then Pompey comes and just, in a short Wer- version, just takes und over dann- Judea. Und dann kam Pompeius und hat Judäa eingenommen. Jean-Marc, sorry, I forgot you. I want to ask about Clovis that he also reformed the church. Ich He möchte, also reformed the church. Okay, ich he möchte noch sagen, reformed the dass church. Chlodwig auch die Kirche reformiert hat. How did he reform the church? Wie hat er die Kirche reformiert?
was with the Council of Orleans just before he died. What is council again? Council of Konzil? Orleans. Im Konzil von Orléans. And the things were changed, like things were spoken, like concerning mass, feast, and fasting. Also es ging um die Messe, Fasten, Feste. That was it? Yeah, a couple of, I don't know what it is, but episcopal authority. Scopal, I don't know what that is. Yeah. At monastic life. So that's interesting. Thank you. Mönchsleben. Which essentially we already studied a little bit about this, that this was Rome. Rome went into apostasy and adopted all these things of Rom monks. ist abfällig geworden und all die Dinge übernommen. Okay, to come back to the question of Johnny. Um auf die Frage von Jonathan zurückzukommen. Yes, we can see how Clovis received the power, Wir können also sehen, wie Chlodwig die Macht bekam. but somehow, I'm not sure if we could say that this is the continuation of the Western Roman Empire. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sagen können, dass das die Fortführung des Weströmischen Reiches ist. Yes, Rome continues Ja, Rom hatte weiter Bestand. and essentially has some power to it. Und es hatte einiges an Macht. However, you had all these other tribes still. Sorry, again, please. You had all these other tribes. Aber wir hatten immer noch diese anderen Stämme. The Franks were just a portion of Europe. Die Franken waren nur ein Teil Europas. You didn't have, again, this one empire. Wir hatten damals noch nicht das eine Reich. Charles the Great, when he comes along, Als Karl der Große aufkam, he's the first who's crowned, again with the words, Emperor of the Romans. Karl der Große war der Erste, der gekrönt wurde mit dem Beinamen Kaiser der Römer. And an empire signifies that it's more than one kingdom. It's a big territory. Ein Königreich oder Empire sagt, dass es mehr als ein Königreich ist. Das ist ein ganzes Territorium. One nation or something, if you rule it, it would be a kingdom. Eine Nation, wenn du darüber herrschst, ist das nur ein Königreich. But empire is bigger. Aber ein Kaiserreich ist größer. And also he is called the father of Europe. Wird auch der Vater Europas genannt. However, I suggested to you Ich schlage euch vor, that even he is not the beginning of the Holy Roman Empire. dass auch er nicht der Anfang des Heiligen Römischen Reiches That's ist. 3 generations later. Das ist 3 Generationen später. This is where Otto comes. Da kommt Otto ins Spiel. He's considered the first emperor of the Holy Roman Empire of German nations. Er ist der erste Kaiser vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. So, however, we see steps leading up to it. Wir können aber Schritte erkennen, wie es dazu kam. As we saw with Clovis, he's paving the way. Chlodwig hat den Weg geebnet. Charles the Great does the next step, Karl der Große hat den nächsten Schritt and gemacht. with Otto, it was he just does the same then, and then the empire continues. Otto hat das Gleiche gemacht, aber hat sein Kaiserreich weitergeführt. So maybe we could say that it's the continuation of the Western Empire, Wir können vielleicht sagen, dass es die Fortführung des Weströmischen Reiches ist, but it's not till Charles the Great where you see the actual crown over the Aber entire empire given to him again. erst Karl dem Großen wurde mit der Krönung das ganze Reich übergeben. Okay. Any other thoughts? Also Andere Vater Gedanken? des Reiches wurde der genannt. Vater des Europa. Joni? There must be any significance because during the time of Charles the Great, the empire was France and Germany and some other states and a bit of Italy. They were combined. But It's shortly before Otto's death, it's most likely only Germany, Italy, and a little bit around, which is his empire. Mhm. So there must be any significance in his life that somehow France was cut off.
Yeah. Can you repeat In that, his please? period for translation. Also, wenn man schaut, Karl der Große hatte sein Königreich von hier bis hier und dann Teile von Italien. Aber wenn man dann Otto nur noch hat, dann hat er praktisch nur noch Deutschland, Schweiz und hier so Teile. Und da muss es irgendeine Wichtigkeit darüber geben. So, we talked about that the last two classes, I think. Darüber haben wir in den letzten 2 Unterrichtsstunden gesprochen. We showed how Charles the Great accomplished to create an empire from here till here Wir and here. haben gesehen, wie Karl der Große es geschafft hat, ein Königreich von hier bis hier zu gründen. However, I said when he died, what happened to his kingdom? Was geschah mit seinem Königreich, als er starb? It crumbled, Es ist zusammengebrochen. and we often see that it will crumble. Und wir sehen das oft, dass solche Königreiche zusammenbrechen. And his particular one dissolved into 3 parts, Und seins zerfiel in 3 Teile. which was the western part, Das Westteil, which essentially today is France. heute eigentlich im Wesentlichen Frankreich. So actually, till the time period of Charles the Great, In der Zeit von Karl dem Großen France pretty much stayed the same after his death. ist Frankreich auch nach seinem Tod ungefähr gleich geblieben. You had a lot of war in this area with the Germans, In yes. dieser Gegend gab es viele Kriege mit den Deutschen. And you had Germany invade sometimes, Und yes. Deutschland hat auch manchmal Angriffe oder Einfälle in Frankreich gemacht. First and Second World War. But it pretty much stayed the same. Erster, Zweiter Weltkrieg zum Beispiel, aber im Grunde genommen ist Frankreich gleich geblieben. So this is the Western Empire of Charles the Great. Das ist also das Westreich von Karl dem Großen. Then you have the middle portion Dann hast du den mittleren Teil and you have the East. und den Ostteil. So the East with time dissolved into other kingdoms. Der Ostteil zerfällt in einzelne Königreiche mit der Zeit. Which later would be Hungary, Bohemia and Austria. Hungary, Bohemia, Ungarn. Bohemian, Ungarn, Böhmen, Böhmen and Austria. und auch Österreich. And if we want to continue even more, you have Prussia up here. Und wenn wir weitergehen, dann sehen wir da auch noch Preußen. So this is what happens in the East if you continue in history. Das hat sich im Osten abgespielt. And in the middle, Und im mittleren Teil you had several German tribes. gab es verschiedene deutsche Stämme. You still had the Saxons, which Charles the Great was fighting. Da gab es immer noch die Sachsen, gegen die Karl der Große angekämpft hat. You had a portion of the Franks, you had Teil. Saxons, the Franks. Ein Teil der Franken, You have the Swabians and the die Bavarians. Schwaben und Bayern, So they, oder Bavaren. the Swabians went also over Switzerland a little bit, I Die think. Schwaben sind auch etwas in der Schweiz gewesen. So these are now the middle kingdom of Charles the Great. Das wäre das Mittelreich von Karl dem Großen. And this is where the story continues. Und hier geht die Geschichte weiter. As you see, Aachen was the capital of Charles the Great. Wir sehen Aachen als die Hauptstadt von Karl dem Großen. And I think it was 3 generations-ish afterwards, Drei Generationen später we see now Otto the Great rising. sehen wir Otto den Großen aufkommen. And then he will create the empire and continue with this. Und dann fährt er fort, dieses Reich zu gründen. So essentially, his kingdom might have not been the same size as Charles the Great, Es kann sein, dass das Königreich nicht die gleiche Größe hatte, also die gleichen Umfang, Grenzen wie Karl der Große, yet though he will run the same policy. aber er verfolgte die gleiche Politik. But before we go there, let's finish with Charles the Great. Aber bevor wir dahin gehen, wollen wir Karl den Großen zu Ende bringen. So he creates one empire and he wants to have one faith. Er bildet ein Reich und möchte einen Glauben haben. He reaches out to Rome and receives the crown of Rome. Er ist nach Rom gegangen, hat dort die römische Krone bekommen. What else did he do? Was hat er noch gemacht? Didn't we say he created a Sunday law as well? Yes, a son-in-law. Er hat ein Sonntagsgesetz And gebildet. what else did he do? Why did he do the son-in-law? Warum hat er das gemacht? Because he said they needed like a family day on Sunday, so he didn't allow anyone to work. But I don't remember exactly why. Irgendwie ging es Okay. um Familien. Just to remember, Nur
nochmal in Erinnerung zu bringen. I'm not sure if Charles the Great said we need a family day. Ich weiß nicht genau, ob Karl der Große sagt, wir brauchen einen Familientag. However, in the documentary, the actor who played Charles the Great, he said those words. Aber in diesem Spielfilm, Dokumentation. in der Dokumentation hat der Schauspieler, der Karl den Großen dargestellt, darüber gesprochen, über diese Familienpolitik. So I thought it was interesting because this is how Sunday is being depicted in our world today, and they connected with Charles the Great. Also so macht man es auch heute, so depicted. Dargestellt. So wird der Sonntag heute dargestellt als Familientag und man verbindet ihn mit Karl dem Großen. So Charles the Great, generally, what is he doing with the church? Was macht Karl der Große ganz allgemein mit der Gemeinde, mit der Kirche? He's reforming it, right? Er reformiert sie. So, put here church reform. Kirchenreform. And we can see with this Sanila, Einher geht damit ein Sonntagsgesetz. we see the Council of Nicaea, almost sounds like IKEA. Das Konzil von Nicaea, Nicäa, where we have the Holy Spirit issue as well. wo es den Heiligen Geist auch ging. And what else is he doing? Was macht er noch? Let me see, his father made a pact with. He brings back education. Okay, he has cultural influence. Bildung und kulturellen Einfluss. Go ahead. Sorry again, this council to Nicaea, this is, what did you say about that? Repeat that, please. Let me see. Oh, wait. This is No, 500 he years is later. doing the. Sorry about that. Thank you for pointing this out. He is putting a council in Aachen. Also dieser Council again, Konzil. dieses Konzil war nicht in Nicäa, das kam erst später Nein, das war früher. oder früher. Das war hier in Aachen. And at that council, you're referring back to the Council of Nicaea, or whatever you pronounce Und it. in diesem Treffen besinnt man sich auf Nicäa zurück. Is what I'm in effect to protect him. Okay, I was just reading something here. Because in my notes it also says that Charles the Great, his father, already had a pact with the Pope. In meinen Notizen habe ich noch vermerkt, dass der Vater von Karl dem Großen schon einen Pakt mit dem Papst eingegangen war. Because the Pope was threatened by the Eastern Roman Empire. Denn der Rom hatte vom Oströmischen Reich Druck bekommen And Charles the Great, his father, helped. und der Vater von Karl dem Großen war dort die Hilfe. So as I said, I haven't studied much about the relationship between the West and the East after it broke apart. Also ich habe ja schon gesagt, die Verbindung zwischen Ost und West habe ich nach der Auseinanderfall nicht so tief studiert. But I think it will be interesting because throughout the years you will see how West and East, they reach out to one another or they fight with one another. Aber mit der Zeit werden wir sehen, dass sie sich gegenseitig annähern oder auch gegenseitig kämpfen. Okay, so one more aspect I want to say about Charles the Great is, Über Karl den Großen gibt es noch einen Punkt. what is his relationship with the Saxons? Welche Verbindung hat er mit den Sachsen? They're his enemies. Das sind Feinde. So he's fighting I would call it now a common enemy. Also er kämpft mit einem allgemeinen Feind, Einem gemeinsamen Feind. gemeinsamen Feind. The reason why I say here common Warum ist das ein gemeinsamer Feind? was that he had submitted to the Catholic faith, Denn er hat sich dem katholischen Glauben unterworfen and all the pagans und alle Heiden
the pagan tribes, alle heidnischen Stämme, they were enemies to Rome. waren Feinde zu Rom. So essentially, all pagans were enemies to all the Christian nations. Letztlich waren alle Heiden Feinde zu den christlichen Nationen. So when Charles the Great is creating a Christian empire, Als Karl der Große ein christliches Reich gründete, by logic, essentially, the pagans would be an enemy to all of these dann ist es nations. doch logisch, dass die Heiden dann Feinde zu all den Nationen sein müssen. So we'll see the common enemy and other stories even more Wir precise. sehen gemeinsamen Feind dann auch noch in anderen Geschichten. Here are the Saxons, the common enemies. Und hier ist der gemeinsame Feind die Sachsen. Okay, let's move on to. Oh yeah, go ahead, Showmark. The Saxons were was also an enemy of Clovis. Oh yeah, Die Sachsen waren auch Feind von Chlodwig. interesting. So when Clovis is used at the army of Rome's, Chlodwig wird als Armee Roms gebraucht then he will fight probably the common enemy. und dann würde er auch gegen den gemeinsamen Feind angehen. Can we say that? Können wir das so ausdrücken? Okay, Otto the Great. Otto der Große nun. We started to talk about him yesterday. Wir haben gestern schon über ihn gesprochen. What did we learn about him? Was haben wir über ihn gelernt? Let's repeat, because Jean-Marc essentially didn't remember much of Otto the Great. Lasst uns das wiederholen. He was from the Saxons tribe. So Otto the Great now, he comes from the tribes of the Saxons. Otto der Große war aus dem Stamm der Sachsen. And why is he important? Warum ist er wichtig? Weil er ein Heide war. He was a pagan? No, by that time they were all Christians. Ja, so oder der Nein, zu dieser Zeit waren sie alle schon Christen. Because Charles the Great had managed that all the Saxons had to be baptized. Denn Karl der Große hat dafür gesorgt, dass alle Sachsen getauft wurden. That's how the war ended, So ist der Krieg zu Ende gegangen. the rebellion. Die Rebellion. What did we learn about Otto the Great? Was haben wir über Otto den Großen gelernt? He unified Germany. So he unifies Germany. Er hat Deutschland vereint. So unified the Franks. Vereinigung der Franken. He creates one empire, Ein Königreich gebildet. and he unifies the Germans. Und er hat die Deutschen vereint. And he puts his family as well in the other regions as well. Yes. Und er hat seine Familie auch in anderen Gebieten untergebracht. So he unifies Germany, Er hat Deutschland vereint. and as he receives more regions, Und als er mehr Gebiete hinzubekam, he puts his family in important positions. hat er seine Familienmitglieder in wichtige Positionen etabliert. And he uses treaties to also accomplish to get more Und er hat auch Verträge benutzt, more land. um Vadim? mehr Land zu bekommen. A common enemy, Hungary. Okay. Er Yes. war ein allgemeiner gemeinsamer Feind, nämlich Ungarn. My next question would have been, how does he unify the tribes? Die nächste Frage wäre gewesen, wie hat er die Stämme vereint? And it's by fighting a common enemy. Er hat es gemacht, indem er einen gemeinsamen Feind bekämpft hat. Enemy with IE or with... Why? There you go. It's IE all over that board. I know. It's like the mixing truth with arrow. Where am I here? It's fine. Everybody understands. On the left in the center. There you go. Was heißt das? Plural ist And it means IES. There you go. Partially right. Okay, so Otto the Great, he unifies Germany, Otto der Große hat also Deutschland vereint. or what helps him, let's put it this way. What Oder helps him? Sagen wir lieber, was ihm dazu verholfen hat, Because there is a common enemy. war der gemeinsame Feind. And another interesting aspect is Ein anderer
wichtiger Gesichtspunkt. From what side is this common enemy attacking? Von welcher Seite greift dieser gemeinsame Feind an? East. It's from the east. Vom Osten. Okay, so somehow the threat to the Roman Empire always comes from the east. Oft kommt der Druck für das römische Reich vom Osten. You have Islam coming from the Der east. Islam kommt vom Osten. Medo-Persia came from the east. Medo-Persien kam vom Osten. You have now, as this kingdom continues, you have Hungary coming from the east. Und in diesem Fall kam Ungarn vom Osten. And then, if we would consider today, Und heute I suggest that Russia is again the threat for the next ist- Roman Empire. ist auch Russland derjenige, der gegen das römische Reich drückt. And it's also sozusagen. from the east. Und das ist auch vom Osten. Okay, War denn das nur Ungarn zu der Zeit von Otto? yes, it's Nur only, Ungarn. it was Hungary in the time period of Otto the Great, yeah. In der Zeit vom Otto den Großen war es nur Ungarn, der diesen Druck verursacht hat. So, what else did we see about Otto? Was sehen wir noch über Otto? He is crowned by the Pope in 962. Okay, He's what? he's crowned. Er wird im Jahr 962 Yes. vom Papst gekrönt. So, what would we call this again? Reaches to Rome. He reaches out to Rome. Er nähert sich Rom an oder beugt sich Rom And he receives the crown und er bekommt die Krone of the Western Roman Empire. vom westlichen römischen Reich. And he will continue now. Und jetzt fährt er fort. And this kingdom will last for almost 1,000 Und years. dieses Königreich dauert ungefähr 1000 Jahre. Go ahead, Vadim. Is it the crown of Otto or of Charles the Great that we saw yesterday? Ist es die Krone von Otto? That's the crown of Otto. So this crown was used then for 1,000. How Also many years are left? diese Krone wurde 1000 Jahre lang gebraucht, 1,200 years ish. 1200 Jahre. It's still there. So and Sie ist noch da. it was given to him. That's Sie wurde ihm übergeben. so that's why I also think that the Holy Roman Empire, it starts with him. Und ich glaube, dass das Heilige Römische Reich mit ihm begann. And these are steps towards it. Und das sind Schritte dorthin. He's the first one receiving a crown Er ist der Erste, der eine Krone bekommt over the Romans. über die Römer. But it's not till here where it's fully established and now it continues. Aber erst hier findet die vollständige Gründung in das Römische Reich statt. Okay? It's interesting if we look again at the crown, we will see the cross at the very top. Also bei der Krone ist ja interessant, dass wir am Yes. obersten Punkt das Kreuz sehen. I guess it would be its own study to study this crown, because you have also pictures on the sides. Es wäre ein eigenes Studium allein nur über die Krone, What is on there depicted, that would be was interesting to know. darauf zu erkennen ist. Okay, so another thing what I wanted to say about Otto, Ich möchte über Otto noch etwas bemerken, which we didn't say much yesterday. worüber time wir was gestern up. nicht viel gesprochen haben. Let me see. So, while Otto is unifying the German tribes, Während Otto die deutschen Stämme vereint, his first wife dies and he marries another. ist seine Woman. erste Frau gestorben. Er hat eine neue geheiratet. And he is a son of the first wife Und er hat einen Sohn von der ersten Frau and a son of the second wife. und einen Sohn von der zweiten Frau. And technically, normally, the first son would be the heir to his throne. Technisch gesehen würde der erste Sohn, der erstgeborene Sohn, den Thron erben. But through his second wife, he made his second son the heir. Aber der Erbe wurde das Erbe wurde durch seine zweite Frau weitergegeben. And of course, you can imagine that the first son didn't like that much. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass der erste Sohn das nicht besonders mochte. So what did the first son do? Was hat der erste Sohn getan? The first son started to rebel against his father.
Der erste Sohn hat gegen seinen Vater rebelliert. So the father goes throughout the tribes and tries to unify them. Der Vater versucht, die Stämme zu vereinen. And the son goes around and tries to unite the enemy against his father. Und der Sohn geht in den gleichen Stämmen herum und versucht, die Feinde gegen seinen Vater aufzubringen. And he goes even to the common enemy, Er geht auch zu dem gemeinsamen Feind, to Hungary, nach Ungarn, and he tells them where they would have to, what places they would have to go to in the kingdom of his father in order to hurt his father. und er sagt ihnen auch, an welche Plätze im Königreich seines Vaters sie gehen müssen, um ihm Schaden zuzufügen. He told them where the wealth is. Er erzählt ihnen, wo der Reichtum, die Schätze waren. So what do we have here? Was haben wir hier? Pardon me? Mutiny. What does mutiny mean? I don't know. Against the leaders. Go against the leaders? Also hier wird gegen die Leiter vorgegangen. I suggested my words, simple words, I would depict it as civil war. In meinen Worten würde ich sagen, ganz einfach, wir haben einen Bürgerkrieg. Rebellion, Rebellion. treason. What's treason? Treason is Hochverrat. Okay, would you agree with that or? Stimmt ihr damit überein? Offensichtlich, ja. Bürgerkrieg, Rebellion. And interesting is that his son, it says, should be his best ally, his son. Sein Sohn sollte doch sein bester Verbündeter sein. But his son allies with the enemy. Aber sein Sohn geht Verbindung mit dem Feind ein. But eventually, what happens is that everyone starts to close their door against the son. Aber letztlich hat jeder die Türen gegenüber dem Sohn verschlossen. Every German tribe or city where he tried to unite against his dad, Jeder deutsche Staat oder Stamm oder auch Stadt hat die Türen gegenüber ihm geschlossen. with some time closed the doors and unified with Otto the Great. So we see here civil war, rebellion, Wir sehen Bürgerkrieg, Rebellion and in the end, the son comes humbly back to his father, und am Ende kommt der Sohn demütig zu seinem Vater zurück and Otto the Great takes him on again. und Otto der Große hat ihn wieder angenommen. But he's lost the chance of ever being the heir of the kingdom. Aber er hat die Chance vertan, jemals Nachfolger seines Königreichs zu werden. But the father gives him his life. Prodigal son. Aber der Vater hat ihm das Leben weiterhin gewährt. It sounds like the prodigal son, that's true. Wie der verlorene Sohn. Okay, so we see here rebellion, civil war, Wir sehen Rebellion und Bürgerkrieg. especially there's a treason, that there's a connection to the common enemy. Es gibt Hochverrat mit dem gemeinsamen Feind. And then we see with Charles the Great, we also have rebellion. Auch bei With the Karl dem Saxonies. Großen gab es Rebellion, nämlich die Sachsen. Because, for example, Charles the Great had already subdued Widukind, if you remember. Karl der Große hatte schon, wenn ihr euch erinnert, Widukind unterworfen. And there was a time period of 10 years of peace. Und es gab eine 10-jährige Friedenszeit. But then the Saxons started to rebel again. Aber dann haben die Sachsen sich wieder And then aufgelegt. Charles the Great just hewed them down, Und dann hat finished it off. Karl der Große sie einfach niedergemetzelt und hat es damit beendet. So we can also see civil war here, Und auch hier können wir den Bürgerkrieg sehen. or rebellion. Oder Rebellion. Okay, there was something else I wanted to say about Otto. Oh yeah, so Otto, he reaches out to the east Otto hat sich also dem Osten zugewandt. because there was a conflict with the Western Empire and the Eastern Empire. Es gab Stress mit dem Ost- und Westreich. And to resolve this conflict, Um diesen Konflikt zu lösen, he married his son Otto II hat er seinen Sohn Otto II. in April 1972, Im April 972, 972 with a Byzantine princess. mit einer byzantinischen Prinzessin verheiratet. And
this princess is called Theophanu. Diese Prinzessin heißt Theophanu. Okay. Ist das die von Konstantinopel? She's a princess of the Eastern Empire, which means she's a princess of Constantinople, yes. Okay, so we see here that there is somehow, because a marriage is a treaty, Eine Heirat ist ein Bündnis treaty with the East mit dem Osten, to resolve conflict. Probleme zu lösen. So it would be interesting to see what the conflict is. Es wäre jetzt interessant, die Probleme zu kennen. But as I said, I'm only starting. Aber ich bin erst am Anfang. Vadim? Say treaty with the East, but we have identified the East as being the Hungarians. And here you say the East is the Byzantine Empire. Okay. Wir haben den Osten doch als die Ungarn schon identifiziert und jetzt sagen wir, es wäre das Byzantinische Reich. The East has several nations, I'm not sure. Der Osten besteht ja aus vielen Nationen. I mean here the Eastern Roman Empire. Ich spreche hier vom Oströmischen Reich. But this is something I struggle with. And that's why I present it in classes so people can give their input. Ich kämpfe damit auch noch und deswegen präsentiere ich das ja, dass ihr eure Gedanken mit einbringt. Because so far, all I've been able to do is study history. Ich habe bis jetzt die Geschichte auch einfach nur studiert. And all what I've seen is very similar characteristics in those stories. Und was ich bis jetzt gesehen habe, war in den einzelnen Geschichten, dass diese einzelnen Geschichten sehr gleich abgelaufen But sind. what I've not been able to do as yet Aber was ich bis jetzt noch nicht tun konnte, is as we continue, especially in the First World War, I struggle. wenn wir weiter fortschreiten in der Geschichte, und das betrifft vor allem den Ersten Weltkrieg, Is to identify who is who. zu zeigen, wer ist eigentlich wer. When you look in the ancient nations and players, Wenn du die alten Nationen und auch die Spieler dort dir anschaust, who are the players today? wer sind die Spieler heute auf der Weltbühne? This is where I struggle a bit. Das ist so mein Kampf. That's why I keep saying I want your guys' input. Deswegen sage ich immer, ich brauche euren Input. Especially in the First World War when we study that next week, Wenn wir nächste Woche den Ersten Weltkrieg studieren, to figure out those players, I think will be very significant. da ist es sehr wichtig, die Player im Ersten Weltkrieg zu kennen. Pardon me? Where's your struggle? I just missed that. My struggle is that all we do right now is study history, Mein Kampf geht darum, dass wir jetzt eigentlich nur die Geschichte studieren understanding history. und die Geschichte verstehen. And all I can see, and I hope you can too, is seeing how similarities between all these stories of history. Was ich bis jetzt sehen kann, ist, dass die einzelnen Geschichten Ähnlichkeiten aufweisen. But what we would have to do is then to, at the end of the world, identify the players and who is who and what happens. Am Ende der Welt müssen wir die Spieler in der ganzen Welt sehen, was passiert und wer eigentlich wer ist. And this I find difficult. Und das Difficult. finde ich recht schwierig. So in the incidents of Hungary and the East, Im Fall von Ungarn und dem Osten this is just a thought, so don't nail it down. ist nur ein Gedanke, But what I could see is that the Eastern Roman Empire is Russia dass das östliche römische Reich Russland darstellt and Hungary would be Islam. und Ungarn wäre der Islam. Both come from the East, Beide kommen vom Osten, both are enemies to the West, beide sind Feinde des Westens and both threaten the West. und beide haben den Westen unter Druck gesetzt. And we see Islam how it's invading the West. Und wir sehen, wie der Islam den Westen überschwemmt. But you understand my dilemma, right? It's also because it's so much history. There's so much to learn. Es gibt so viel zu lernen. But the Hungarians closed their borders. Oh, the Hungary of today is not the same as it was
at the time Also period of Ungarn- Otto the Great. Ungarn von heute ist nicht das gleiche wie damals von Otto dem Großen. Hungary was most of this portion, even bigger. I think it was this big. And it Ungarn was war completely mindestens so different. groß. Yeah, go ahead. Do you believe that every leader in the history of the world Relates to whom? to our day? Glaubst du, dass jeder Weltführer einen Bezug hat auf unsere Zeit? I sort of think so. Then why did you skip all the ones in between those? Ich denke schon. Warum lässt du alle anderen zwischendrin aus? Because I'm just a weak human being Weil ich nur ein schwaches menschliches with very limited time. mit sehr wenig Zeit. Okay, so here's my secret. Let's put it this way. Also hier bekommt ihr jetzt mein Geheimnis zu hören. So after the presentations about November 9th were done in America, Nachdem die Präsentation über den 9. November, 11. November, ja? 11. November fertig waren, Jeff left the country and said that Salvador's have to do class, hat Jeff das Land verlassen und hat gesagt, ihr könnt jetzt weitermachen. which is okay, no problem, we can do class. Das ist kein Problem, wir können das machen. But he said you need to do it on the topic of what was presented. Aber ihr müsst das Thema nehmen, was ich zurückgelassen habe. No, about November 11th of Also über November den 11. November. 9th. So the thing is, nobody of us knew anything about it because it was new to us as well. Keiner hat was gewusst, für uns alle war es neu. However, being a German, of course, I got stuck with the German lines Aber Tess weil had ich drawn. Deutsche bin, haben mich natürlich die deutschen Linien besonders interessiert. And I didn't know anything about German history, I had Und no ich idea. wusste nichts über deutsche Geschichte. So I had to start to study. Ich musste also anfangen mit dem Studium. And as I'm studying what she said, I see like, oh no, I need to start at the very beginning. Like it always put me even more back Und into the als ich past. gesehen habe, was Tess gesagt habe, ist mir klar geworden, ich muss viel weiter zurückgehen und ganz am Anfang anfangen zu studieren. And I'm way more a visual person, so I always look for documentaries rather than Also reading a whole bunch. Ich bin eine visuelle Person und ich muss Dokumente sehen, ich muss lesen, um zu verstehen. Nein, ich gucke mir lieber die Dokumentation an, als dass ich viel lesen muss. So, what happened, what I quickly saw that there was a documentary series which the Germans had done, Also die Rich Germans, also die deutschen TV, ja, haben Fernsehdokumentationen herausgebracht and which was about the history of Germany. und da ging es um die Geschichte Deutschlands. And I started to watch that, Ich habe sie also angeschaut and of course then I started to also read. und dann habe ich auch mit dem Lesen begonnen. And pretty much what we're doing now is the result of that. Und das, was wir jetzt tun, ist das Ergebnis daraus. The result of the documentations, Das Ergebnis der documentaries, and Dokumentationen what I read. und von dem, was ich gelesen habe. Because I've come to see there's much more to it Ich habe also erkannt, es gibt noch viel mehr. than what Tess has presented. It goes way back. Viel mehr als das, was Tess gesagt hat. Es geht viel weiter zurück in der Geschichte. However, when you go through history, they're like the highlights are noted. Wenn du durch die Geschichte gehst, dann zeigst du ja nur die Höhepunkte der Geschichte auf. And for example, the first one in that documentary series was highlighted was Charles the Great. In diesen Serien war der erste Höhepunkt sozusagen Karl der Große. And then it continued with Otto the Dann Great. ging es mit Otto dem Großen weiter. And they mentioned several other ones, but I thought they were not too Und relevant sie at haben that auch time. andere erwähnt, aber die waren für diese Zeit nicht so bedeutend. I included someone like Clovis because I think that is very important to the prophetic narrative. Ich habe Chlodwig noch mit eingefügt, weil ich denke, der ist für die prophetische Abfolge wichtig. Abfolge wichtig. So essentially, I think every king, every emperor is very important. Ich glaube, dass letztendlich jeder Kaiser und Eroberer wichtig Or ist. let's put it that way, that it speaks to our time Oder today. wir können auch sagen, dass er für unsere Zeit spricht, But I'm just picking the highlights. aber ich habe nur die Highlights rausgepickt From And every country? von jedem Land. well, in heaven I'll prove myself wrong. Im Himmel kann
kann ich vielleicht feststellen, ob ich falsch liege. My answer at the moment would be that especially Europe is the focus of Ich events. würde jetzt sagen, dass Europa der Brennpunkt ist. But I know in heaven we'll see that every country in the entire world will speak about the same. So, Und im Himmel werden wir sehen, dass jedes Land in der Welt über das Gleiche spricht. but for now I'm sticking with Europe and Aber then jetzt- with America. Und jetzt behandeln wir Europa und dann Amerika. Because isn't that what it's about? It's Islam, it's Russia, Europe, and North America. Es geht doch eigentlich um Island, um den Islam, Where's Australia? Russland, Why aren't we studying Europa Canadian und leadership Amerika. This is pretty good. Up to you, Americans to do it. Because who essentially is Canada? Britons. They're Europeans. Was sind denn Kanada? Sind That's what I'm saying. I Europäer. don't think it applies. That's my only argument. I don't think the Canadian leadership of the 1900s applies to prophetic history. Okay. Ich glaube nicht, dass die kanadischen Leiter irgendwas mit der europäischen Geschichte zu tun haben. So you don't think because they were connected to UK and stuff like Weil that, sie they're mit important? England verbunden waren, eventuell. Seems reaching. That would be like picking a random Chad in Africa and saying it applies to something. It's reaching. I think the European nations and the United States and some others maybe, but just to say generically that every country, every leader in all of history connects doesn't make sense. Also es macht irgendwie keinen Sinn, wenn alle Leiter irgendwie prophetischen Relevanz haben, macht irgendwie keinen Sinn. As I said, for now I agree with you, Ich würde but I mit think dir in bis heaven jetzt we'll übereinstimmen, prove ourselves wrong. aber im Himmel stellen wir vielleicht fest, dass wir falsch lagen. However, on that note, in the First World War, Aber bezüglich dieses Beitrags am Ersten Weltkrieg, leading up to that First World War, wenn wir dorthin kommen, is the history of the colonizing. dann haben wir auch die Geschichte der Kolonien, ja. And I think we haven't paid much attention to this, Wir to the haben- colonies, Wir haben die Kolonien nicht tief genug betrachtet, but I think there's something in that. aber das hat irgendwas zu bedeuten, That Europe, especially the Netherlands, UK, France, and Germany, dass Europa, besonders Niederland, Deutschland und das Vereinigte Königreich, Portugal and Spain, this is already in the past more that they've Portugal done und it beforehand. Spanien, liegt bereits in der Vergangenheit. But especially these countries, Aber how they diese- have a race on who's owning what in the world. Diese Länder haben untereinander sozusagen ein Rennen, wer in der Welt was besitzt. I think there's something in that, Das hat irgendwas, but I haven't been able to study that. aber ich habe es noch nicht studiert. Anyway, let's come back to Otto the Great, and maybe we can finish that person today. Wir wollen zu Otto dem Großen kommen und mit ihm auch zum Ende. Let me see. So, last thing we said is that he has this treaty with the Roman Empire, the Eastern Roman Empire. Also er hat diesen Vertrag mit dem östlichen Römischen Reich. So, and an interesting thing what I want to note is, Und ich möchte etwas Interessantes rüberbringen. we know that he lives from the year 912 to 973. Er lebt von 912 bis 973. 936, he becomes the king of all of Germany. 936 wird er König aller Deutschen. 962, 962 he's king over the Romans, the Holy ist der Roman Empire. König über die Römer. However, between he is becoming king of Germany and then over the In Romans, der Zwischenzeit, wo er König über die Deutschen und der Römer wurde, in 1940, in in the 40s, 1940s, in den 940er 940s. Jahren he's a change in his policy. hat er seine Politik verändert. So here it says, beginning in the late 940s, I don't know how to say it, Otto changed his internal policy and began to use the Catholic Church as a tool of his dominions. Im Anfang der späten 940er fing an, Otto seine interne Politik zu verändern und die katholische Kirche als ein Werkzeug seiner Dominanz zu benutzen. So we see here there's a change in his politics. In seiner Politik findet ein Wechsel statt. And he, just as Charles the Great,
Genauso wie Karl der Große he's starting to use now the Catholic Church benutzt er jetzt die katholische Kirche, in order to establish his own power. seine eigene Macht festzuschreiben. We also read that with Charles the Great, if you remember. Wenn ihr euch erinnert, wir haben das auch bei Karl dem Großen gesehen. So let's read the second sentence of this Wikipedia comment here. He increasingly associated himself with the church and his divine right to rule the kingdom, viewing himself as the protector of the church. Er vermehrt betrachtete sich selbst oder verband sich selbst mit der Kirche als dass er das göttliche Recht hatte, das Königreich zu regieren, und er sah sich selber als den Protector, den Beschützer der Kirche. So what are we seeing here? Was erkennen wir hier? First, he's changing politics. Zuerst mal verändert er die Politik. Means beforehand he has a different politic. Vorher hat er also eine unterschiedliche politische Ausrichtung. But now he changes towards Rome. Aber jetzt nähert er sich Rom an. But why Rome again? Warum wiederum Rom? Two things. Zwei Dinge. He wants to establish his power. Er möchte seine Macht festigen. And he basically uses the church Er hat im Wesentlichen die Kirche benutzt, by saying, I'm going to protect the church. indem er sagt, ich beschütze die Kirche. And I'm not sure how to explain it in an easy way. Ich weiß nicht, wie ich es einfach erklären soll, But if you remember, we talked about Rome. aber als wir über Rom gesprochen haben How Rome had the crown und gesehen haben, wie Rom die Krone hatte of the Western Empire. des westlichen Reiches, But it was a church. obwohl sie eine Kirche war, Yes, the church had some country around Rome and also a little bit in northern Italy, if I remember correctly. ja, es ist richtig, die Kirche hatte einige Länder um sich herum, in Norditalien zum Beispiel, But it was not the Roman Empire as it used to be. aber es war nicht das römische Reich, wie es das später war. The Bishop of Rome needed a civil king Der Bischof von Rom brauchte einen bürgerlichen König, to create an empire, um ein Kaiserreich, ein Reich zu gründen. and whoever was that person creating that empire Und wer auch immer diese Person war, die das Reich gründete, needed the crown, the authority of Rome, brauchte die Autorität und Krone Roms, to establish his own power. um seine eigene Macht zu festigen. Where it says here to have the divine right to rule the kingdom. Also das göttliche Recht zu haben, dieses Königreich zu beherrschen. What kingdom? It's the Roman Empire. Es ist das römische Reich. So these kings who are rising, they are seeking for the glory of the Roman Empire. Diese Könige kommen auch auf und sie streben nach der Herrlichkeit des römischen Reiches. So to speak, they are the descendants of the Caesars. Also sie wollen die Nachfolger der Cäsaren sein. They're using the church to establish their kingdom, their right to rule, Benutzen die Kirche, um ihr Königreiche festzumachen und dort zu herrschen. and the church uses the civil power to enforce their Und die Kirche Rules. benutzt ihre Jo. Macht, ihre Regeln, ihren ihren Regeln Einfluss und zu Einfluss festigen. geltend zu machen, to have an army. um dadurch eine Armee zu haben. Joni? Is it the kings, the rulers of the nations that seek the glory of the Roman Empire, or is it Rome itself that seeks? Rome has it. Rom hat diese Herrlichkeit und Macht. Rome, the church has the crown, Die Kirche in Rom hat die Krone, but it's only a church and it has only a few country properties. aber die Kirche hat nur wenig Ländereien selbst. Any king could come and just sweep over. Nobody Jeder cares. König hätte kommen können und Rom einfach So why did they wegwischen That's können. what the pagan tribes did, Das haben die heidnischen Stämme gemacht, because they didn't care about that crown denn sie haben sich um die Krone nicht gekümmert of the ex-Roman Empire. vom ehemaligen römischen Reich. But other people, Aber andere Leute, like Charles the Great, wie Karl der Große, he liked that crown. He wanted it. er mochte diese Krone.
Krone. He could have gone to Rome, conquer Rome, and he didn't need the Pope. Er hätte nach Rom gehen können, Rom einnehmen können, er hat auch den Papst gar nicht gebraucht. That's a good question. So this sounds to me like a bit. Yeah, I see what you're saying, but probably Rome itself wanted to have this glory, this civil glory again, but they can't because they don't have an army. Ja, es scheint so, dass eigentlich das umgekehrt ist, dass Rom diese Herrlichkeit haben wollte, aber selbst konnten sie das nicht bewerkstelligen. That's my point. That's where I'm Genau saying mein this Punkt. this marriage takes place. Genau, und das ist diese Heirat, die da stattgefunden The hat. woman cannot be without the man, and the man cannot be without the Die woman. Frau kann nicht ohne Mann und der Mann nicht ohne Frau sein. That's why when Charles the Great receives the crown, Deswegen ist es als Karl der Große die Krone bekam, he bows down to the Pope of Rome, saying, "You're my spiritual leader." der sich Rom gebeugt hat und hat gesagt, du bist mein geistlicher Führer. And Rome bows down to Charles the Great and says, "You're our earthly protector and Und leader." Rom beugt sich dem Kaiser und sagt, du bist mein irdischer Beschützer. They need each other. Sie brauchen sich beide. Rome cannot stand alone, and even Charles the Great could not stand alone if he Beide können nicht alleine existieren, wanted to have to be king over the Romans. wenn du König über die Römer sein möchtest. Mom and Jean-Marc? Was mir, First my mom and then Jean-Marc. ich sage es in Deutsch, was mir dabei auffällt, ist, dass Menschen, man kann über die Religion enorm beeinflussen. Und dieser Einfluss geht über die Länder sehr, sehr weit und andere bemächtigen sich dem Einfluss dieser Religion, um dadurch Macht zu bekommen. Okay, I can't translate you for half an hour. So religion, you can influence people a lot. So people make use of religion in order to influence people. Noch irgendwas? Ja, und das wird am Ende wieder so sein. Über die Religion beeinflusst das, was erst harmlos erscheint. Und andere Herrscher der Welt nutzen diesen Einfluss über die Religion, um dann zu herrschen und Gesetze zu erlassen und Macht auszuüben. So now in English, please. To summarize what she said is that at the end of the world it's the same. People will use again religion in order to influence the people and make them do whatever they want to do. On a brief note, this is what we're going to learn about Napoleon. Das lernen wir auch über Napoleon. Napoleon, he loved the revolution. Er war durch und durch ein Revolutionär. He didn't care at all about religion. Er hat sich um Religion nicht geschert. Neither did Hitler. Auch Hitler nicht. Why are they both bowing down to Rome? Warum haben sie sich aber doch Rom gebeugt? Because Napoleon, he has a statement where he says Von Napoleon gibt es eine Aussage, wo er sagt, he doesn't believe in religion, er hat Religion nicht geglaubt, but he knows that people need religion. aber er weiß, dass die Menschen Religion brauchen. That's why Napoleon, in order to control the people, Deswegen hat Napoleon, um die Welt zu kontrollieren, he used religion. die Religion benutzt. And we will see that in his history, but we're Das not there werden wir yet. in der Geschichte sehen. Jean-Marc, No, I had the same. you had the same thing? No, it's good. Great minds think alike. Okay, so we have Otto the Great. We see he's changing politics Also in the Otto der Große 940s. hat in den 940er Jahren seine Politik verändert. And interesting is this change of politics eventually makes him receive the crown over the Roman kingdom. Und diese Politik hat letztendlich dahin geführt, dass er die Krone des Römischen Reiches So bekommen hat. he wants to establish his own position. Er wollte seine eigene Position festmachen. In order to do that, he says he promotes himself Um das zu tun, hat er sich selbst dargestellt as the protector of the church. als den Beschützer der Kirche. And I suggest that the same will happen at the end of the world again. Und ich glaube, dass das Gleiche am Ende der Welt wieder passiert. In order for people to establish their authority, Damit their power, Menschen ihre
Macht festigen, they will use religion, werden sie die Religion benutzen. but they will say, we're a protector of the faith. Aber sie werden sagen, wir sind Beschützer des Glaubens. Just as Clovis Wie did, Chlodwig, just as Charles the wie Great Karl did. der Große So we see Otto does the same, und Otto macht das Gleiche. and we will continue to see that in history. Und wir werden das in der Geschichte noch öfters erkennen. There's an interesting aspect about Otto. Über Otto gibt es einen interessanten Aspekt. Before the kings were voted by the royals or by clergy, but mainly royals. Bevor Könige Otto voted, like, at that time, kings were not just because they were the heir, they became kings. Also in dieser Zeit waren die Könige nicht nur deswegen Könige, weil sie ihre Position vererbt bekommen haben. Otto had to become king of the Germans because the German tribes voted for him. Otto wurde König der Deutschen, weil die deutschen Stämme für ihn gestimmt haben. Go ahead. But then he put his son. That's the change. And Und also, der Wechsel liegt darin, dass er dann seinen Sohn auf den Thron gesetzt hat. That's why his son, for example, is not the emperor of the Romans, Deswegen ist sein Sohn nicht der Kaiser der Römer. because this didn't exist here. His son is just simply the king over Franks. Sein Sohn ist nur der König über die Franken. With Otto the Great, that changed. Frankreich. Und mit Otto dem Großen ändert sich das. He's taking the crown and puts it on the next person. Und er hat die Krone genommen und auf die nächste Person übertragen. However, with Otto the Great, when he got elected Als Otto der Große gewählt wurde, as the king over the Germans, als König über die Deutschen, he all the tribes have to say, I vote for Otto the Great, so haben on. alle Stämme sagen müssen, ich stimme für Otto den Großen. However, then he turns to the people Und dann hat er sich dem Volk zugewandt and he says, who are you voting for? und hat gefragt, für wen stimmt ihr? And that was the first time that the people also were included in the vote. Und das war das erste Mal, dass auch das Volk Stimmrecht bekam. And they voted him. Und sie haben für ihn gestimmt. And all I'm stating here is Was ich hier sage, that Otto was a populist. dass Otto ein Populist war. He used the power of the people. Er benutzte die Macht des Volkes. Okay. We talked about the sun. We talked about okay, and a little aspect as well to just tell you a little bit of the history. Und noch ein kleines Detail aus der Geschichte. Where Charles the Great was crowned Als Karl der Große gekrönt wurde, was the same place where Otto was crowned, also Karl der Große wurde am gleichen Platz gekrönt wie Karl der Große in Rome. in Rom. And today this is the Peter's Basilica. Und heute ist das der Petersdom. So the Roman Catholic Church says, oh, this is where Peter is died and Und die so on. katholische Kirche sagt, hier ist Petrus gestorben. However, if you look at history, Aber wenn du die Geschichte anschaust, this is actually the place where always the marriage between the civil and the church took place. also geschichtlich gesehen, ist es der Ort, wo zivile und kirchliche Macht miteinander verheiratet wurden. This is the bulwark of the power of the Roman Catholic Church. This church, the Peter's Basilica. Dieser Petersdom ist das Bollwerk der katholischen Macht. That's where she always united itself with the kings of Europe. Dort hat sich Rom immer mit den Königen der Erde vereint. I think if you think about that, it's quite wow. Wenn man darüber nachdenkt, ist das unglaublich. This is the one in Rome. Okay. Which was born by the king's. So, and this is now the place, and this is the last comment we make. Which is the place? Rome. Sorry, this is the story. Das ist die Geschichte Otto the Great, him. von Otto dem Großen, He is now the first person, der or jetzt die erste Person in der Geschichte ist, where nations around him wo Nationen um ihn herum start to call these people, or the nations of Otto the Great, Deutsch. wo diese Nationen von Otto dem Großen zum ersten Mal als Deutsch bezeichnet And wurden. Deutsch is German. Deutsch ist Deutsch. Germanien.
So this is the first time this is the very root of Germany. Das ist die Urwurzel Deutschlands. German tribes connecting with Rome, Deutsche Stämme verbinden sich mit Rom. the Holy Roman Empire. Das Heilige Römische Reich entsteht. The nations around them called them Deutsch, which means essentially people Die Nation around whom? around Otto the Great, his kingdom. Otto dem Großen herum nennen sich Deutsch. And at first it was a bad word, Und zuerst war es ein Schimpfwort, but somehow, schlechtes Wort. Otto the Great and the people in his kingdom adopted that word. Aber irgendwie hat Otto der Große in seinem Königreich dieses Wort übernommen. And from that moment on, this is the birthplace of Germany. Und von diesem Moment an ist das die Geburtsstunde Deutschlands. Which means people, Das bedeutet Volk, where you have different nations and tribes within this kingdom. wo verschiedene Stämme in einem Königreich vereint sind. And I suggest that, as I suggested in this study, that the history of Germany is the showing America. Ich habe ja schon zu Anfangs gesagt, dass die Geschichte Deutschlands ein Vorbild auf Amerika ist. And we see also that America is made up out of different nationalities. Und wir sehen auch, dass Amerika sich aus vielen Nationalitäten zusammensetzt. It's a mixture of European nationalities, actually. Es ist eine Mischung europäischer Nationen. As well as when you look at America itself, it has the 50 states within it. Nordamerika selbst hat die 50 Staaten. It's a country of the people. Es ist ein Land des Volkes. So we will forward. You have now different kings like Barbarossa the Lion, Also which wir is quite schauen famous. nach vorne und da gibt es Barbarossa And other kings. und andere Könige. But the one I want to point out next Aber der nächste, den wir betrachten wollen, is Charles the Great. ist Karl der Große. So we will forward about 450 years. Charles V. Also nicht Karl der Große, sondern Karl der Fünfte. So what happens in Europe is that after Otto the Great, one king after the other rises. Nach Otto dem Großen kommt ein König nach dem anderen auf. They come forth of this kingdom of Otto the Great, which now is Germany. Sie kommen aus dem Reich Deutschlands, also von Otto dem Großen hervor. And they often have to fight, Und sie mussten viele Kämpfen, especially here in North Italy. besonders in Norditalien. And when I read the book Truth Triumphant, Als ich Truth Triumphant von Wilkinson gelesen habe, I understood now why they had to always fight in north of Italy. da habe ich verstanden, warum sie immer in Norditalien ihre Kämpfe ausgefochten haben. Because in north of Italy, Denn im Norden Italiens, you had the people who were rebelling against the Roman faith. what did they do? Da hatten wir das Volk, They were rebelling against the die Roman faith. gegen Rom und den römischen Glauben rebelliert haben. They had the Waldensian faith, so to speak. Sie hatten den Glauben der Waldenser. Keeping Sunday, keeping Sabbath. Da wurde Sonntag gehalten und die Waldenser haben den Sabbat gehalten. And even though the Waldensians also at one point apostatized or were not as pure anymore, Es gab aber auch einen Punkt, wo die Waldenser nicht mehr ganz so treu waren und so rein, or the cities around them, oder die Städte um sie herum, however, they were always rebellious to Rome. aber sie haben sich immer gegen Rom aufgelehnt. So when you have the Roman Empire Wenn du das römische Reich betrachtest and Rome using the civil kingdom as their armies, und Rom die bürgerlichen Reiche als ihre Armeen benutzt, then all of these would keep Sunday and have the Catholic faith. dann halten ja alle den Sonntag und sind treu dem katholischen Glauben gegenüber. And of course it would cause problems here in the north of Italy. Und dann würde es natürlich Probleme in Norditalien verursachen. So often the coming kings had to go to the north of Italy and deal with the problems there. Und die neuen Könige mussten immer wieder nach Norditalien gehen und sich mit diesen Leuten beschäftigen. And I think it was Milan, Ich denke, es war Mailand, if I remember correctly. One time it was completely burned down. also Mailand wurde, so wie ich mich erinnere, einmal vollständig niedergebrannt. And after some years they came back and rebuilt it and so on. So Und there nach was a Jahren struggle haben sie es going wieder on. aufgebaut, also da gab es immer Kämpfe. However, the
the glory of now the empire continues to be the Holy Roman Empire of German nations. Also jetzt ist dieses Reich das Heilige Römische Reich deutscher Nationen And the height of that kingdom und die Höhe dieses Königreiches is Charles V. ist Karl der Fünfte. Under him, the Reformation will take place. Unter ihm gibt es die Reformation And after this kingdom goes downhill. und danach geht dieses Königreich den Bach runter. Till 1806, it comes to its Und complete end. 1806 findet es sein totales Ende. This we will consider in the next class, either Das- tomorrow or on Monday. Werden wir morgen oder Montag betrachten. If you have any Shomar? I want to say to the great. I found out that he was also a church reformer. Karl der Große war Okay. auch ein Kirchenreformator. What did he do? Otto der Große. Because he deposed Pope John the 12th. He what? He deposed Pope John the 12th. What means disposed? Deposed. Oh, dethroned? Er hat Deposed, he Ja. dethroned him. den Mhm. Papst vom Thron weggebracht. Because Which Pope? Pope John the 12th. Johannes der Zwölfte. When you depose somebody, you get information from them. Oh, I see. That's a deposition. That's Oh. what they call. That's where the root of depose. So that doesn't necessarily mean dethrone. Oh, yeah. Depose Oh, sorry. doesn't mean dethrone. Okay, das heißt jetzt Okay, vom thank Englischen you. her nicht unbedingt entthronen, But he was removed from his position. Okay, that could be, but that's not what that word means. aber er wurde von seiner Position weggenommen. But he was removed because he did he had illicit affairs with he did adultery. And he had Denn er hat also Ehebruch begangen. lifestyle of vanity. That's Also sein Lebensstil war nicht in Ordnung. Yep. why he was removed. Ist das Borgia? Mhm. After the great. And what I forgot to say was that he has also, Otto the Great has a cultural influence. Otto der Große hat auch einen Einfluss auf die Kultur gehabt. I think we talked a little bit about it yesterday. Wir haben gestern schon ein bisschen drüber geredet. His focus was architecture Sein Blickpunkt war die Architektur. and also a little bit art. But there's Auch die Kunst ein wenig. his area is also called the Ottian Renaissance. Es ist die ottomanische Renaissance. So there's also a cultural aspect about him. Es gibt auch kulturelle Punkte über ihn. So, and tomorrow we'll continue with Charles V. Morgen werden okay. wir mit Karl dem Großen weitermachen. Als der Otto der Erste Mhm. gekrönt wurde von Rom, Mhm. hat er denn da die Macht gehabt von der Kirche und von den Ländereien oder Mhm. nur die? Er hat es also gehabt. That's beides gehabt, yeah. Okay. Odelia, will you pray? Möchtest du mit uns beten, Ordinio? Father in heaven, thank you for this presentation. Himmlischer Vater, wir danken dir für das, was wir gehört haben. Help us to learn the lessons Hilf uns, dass wir das verstehen and apply these things for our time. und diese Dinge auf unsere Zeit anwenden können. Help us to study history, Hilf uns, dass wir die Geschichte recht studieren können, that we may know what is going to take place. in dass our wir time. wissen können, was heute vonstatten geht. Please reveal to us the pearls and the treasures in your word. Please reveal the treasures and the pearls. Bitte zeige uns die Schätze in deinem Wort Help us to understand. und hilf uns, dass wir verstehen. We ask you all these things in Jesus' name. Wir bitten all die Dinge im Namen Jesu. Amen. Amen.